In dieser Folge machen wir uns mit einem Allrad auf einen langen abenteuerlichen Weg, um eine richtig gute Welle zu finden, die sich super für einen Midlength eignet. Ob wir diese finden und wie wir diese surfen werden, das sehen wir jetzt in dieser Folge. Guten Morgen, Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Es geht wieder los, ich nehme euch wieder mit. Wir sind zu einer sehr speziellen Mission unterwegs, denn wir fahren zu einem Strand, zu dem man nur mit einem Allrad kommt. Ich habe aber gar kein Allrad und deswegen steigen wir gleich um zu Essie in einen schönen alten Pajero, der genauso alt ist wie ich. Wir fahren dann zu diesem Strand, der die perfekten Bedingungen haben soll für eine gute Midlength-Session. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr knallt. Der Swell gestern war noch sehr brachial mit einer 16-Sekunden-Periode und 9 Fuß Open Sea Swell. Das heißt, man konnte eigentlich nur geshelterte Spots hier surfen, die, ja, wo sich der Swell dann um die Klippen herum biegt oder irgendwo, ja, eine Bucht, wo der nicht direkt reintrifft. Und bei dieser Bucht, je nachdem wie die Richtung ist, kann dieser Open Sea Swell auch schon mal direkt ankommen. Deswegen ist es immer ein bisschen Glücksspiel, wenn man dort ist. Halt beide schon erlebt, entweder komplett flat, weil gar nichts ankam, oder die volle Breitseite, weil alles ankam. Und ja, wir gucken gleich mal. Jetzt sind die anderen schon da oben, warten schon sehnsüchtig und dann geht's los. Ja, portugiesische Parkweise bei dir. Oh, Gentlemen, jetzt geht's ran. Ja, ihr seid schon sehnsüchtig am Warten. Ihr grüßt sie miteinander? Ich nehme unten. Unten ist Midlength. Unten. Also sag mal ehrlich, du willst auch ein längeres empfehlen. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Wie lang ist das? Ja, ich habe mein kürzeres dabei, aber Ich weiß nicht, wie... ich kompensiere das einfach mit meinen Skills. Du bist ein Spot, du weißt ja nie... Lass doch deine Adiletten dran kleben. Wir können auch so. Ja. Oder ich halte es einfach außen So? am Auto. Bei dem Ruckeln. Was weiß halt da, du hast doch noch einen Longboard. Nimm das Twinny runter, nimm das rechte Twinny runter und mach das noch drauf. Ja, Philipp, ich glaube, es ist jetzt ein Brett zu viel hier. Ja, ich fahr einfach nach Hause. Ich gebe euch. Nee, du kannst mit. Ich habe mir den Wecker umsonst gestellt, gar kein Problem. Ich habe mir vorgenommen, bevor der erste Hahn gräbt, bin ich im Wasser. Und jetzt ist es durch 10-mal gegräbt. Da gibt's ganz viele dumme Sprüche oder ein paar helfende Hände. Ja. Also, so. Vielleicht soll man das unten drunter machen. Macht man die nicht eigentlich auch raus? Oder so. Und was machen wir mit dem? Da lassen. Na, was ist mit dem? Essi nach. Ja, hier, da. Vorne. Essi, sehr schön. Wo? Ah. Ja. Ja, genau. Bring das mal weg. Ja. Einsortieren. Ja. Mülltrennung ist wichtig, Philipp. Ja. Boah, dieses Geräusch, wenn diese Tür schließt. Ja, das ist ein richtiges. Das Zirkusauto, alle rein. Komm hier hoch. Kennst du viele bei Simpsons? Ja. 1000 Klauen rauskommen. So, jetzt. Und ihr auch noch alle mit rein jetzt hier. Habt ihr schon sehnsüchtig gewartet und dann komme ich zu spät. Ja. Da ist der Moment da. des Tages. Boah, ist das schön. Ja. Das ist schön. Gleich schön ins kalte Wasser, 14 Grad, hervorragend. Ich muss sagen, irgendwie habe ich das Gefühl manchmal, jetzt hier mit den Temperaturen, ich hätte mein Neo vergessen. Friert die auch so in 4 mm? Völlig am Bibbern. Also ich hatte einen... Oh, ja. Jetzt Geht's wieder los hier. Also, weil ich zu spät war, gibt es jetzt richtig Gas. Aber wahrscheinlich würde er immer so Gas geben. Ja? Das holt er auch. Ja, aber ich habe ja hier einen Busfahrersitz, deswegen kann ich nicht vor eure Arme rücken. Ganz ehrlich, das ist auch nicht anders wie in Südamerika. Irgend so ein Bus, der irgendwie. Ja. So, also gerade bei einer Freundin der Physiotherapeuten, einen neuen... Das ist extra in die Löcher zu fahren. Du musst gar nicht surfen gehen. Von mir aus können wir den ganzen Tag hier rumfahren. Ich will das auch. Das geht mehr ab als Surfen. Ja, das gibt mir so viel Geborgenheit. Ja, das ist schön. Das ist die Nestwärme, ne? Ist herrlich. Ja, weil ihr schwitzt zu viel. Ihr wisst, die Scheibe ist hier beschlagen. Mein Brett ist gesichert. Hier. Ja, ich habe Extra eine Sicherung Ja. reingehängt. Also halt lieber mal fest. Schön das Brett noch festhalten. Dann Ich glaube, die größte Gefahr ist, dass die JBL-Box die Windschutzscheibe auseinander. Aber Puder. Weil mit so Alter, ich gehe meine Uhr um. Um 9 Uhr müssen wir wirklich pünktlich das Dorf verlassen, die Schlucht verlassen. jetzt ist 7. Ja, genau. Für die Uhr habe ich mit Kat schon einen Zaun vom Streit gebrochen heute Morgen. Der Klassiker. Sie hat sie sich geliehen die letzten Tage. Dann war sie nicht mal an dem Platz, wo ich die mal liegen habe. Und habe heute Morgen die natürlich gesucht, musste sie dann wecken. Da war sie recht sauer. Und dann, wo lag sie? Ich hatte sie doch schon genommen und die lag bei mir auf dem Schreibtisch. Ja. Alter, haben die sich eingebaut, guck mal. Nichts anfassen. Hier liegen überall Spritzen rum. Nichts anfassen, Jungs. Nichts Und anfassen. nicht in die Augen gucken. Dann Sprechen die euch aufwecken. Das, wie ihr wisst, hast du nicht vielleicht zu wenig geäußert? Leute, ich muss nämlich nochmal zurückfahren. Ich habe meinen Wetsuit vergessen im Auto. So Freunde, wir haben es zurückgeschafft.
Und schaut mal, wer hier ist. Ja, look at this thing. The Surf Guide Algarve is here as well. Und ich habe es ja zurückgeschafft. Die anderen sind schon im Wasser. Wir ziehen uns um, dann sehen wir uns gleich drin. Wenn man mit voller Vorfreude in so einen frühen Morgen aufbricht und dafür auch einen langen, beschwerlichen Weg auf sich nimmt, ist es natürlich das Dümmste, was einem passieren kann, den Wetsuit zu vergessen. Mir ist es passiert, kommt vor. Davon darf man sich natürlich nicht ausbremsen lassen. Wir sind nochmal zurück den ganzen Weg, haben den Wetsuit geholt und den anderen jetzt hinterher brechen wir auf, zusammen in die Session. Schafft, hä? Ja. Hast du mein Fahrzeug geklaut? Ja. Den habe ich zu Hause abgegeben, umgemeldet. Alles in 10 Minuten. Rekord, bitte. Aber ich verstehe nicht. Ich hab's hier, ich kann es wieder beruhigt. Wegen der Sache heute Morgen. Hier, Schatz, jetzt hast du das Getränk mitgebracht. Ja, genau. Go Andi. Die Wellen entsprangen einer ziemlich großen Periode, weswegen sie auch nur selten durchkamen und sonst auch kein Swell da war. Das heißt, überwiegend war es eigentlich komplett flat und dann alle 6 bis 7 Minuten kam ein Set aus 3, 4 Wellen, die es teilweise auch ganz schön in sich hatten. Dann richtig positioniert zu sein, war hier der Schlüssel, um ein paar gute Wellen abzubekommen. Die Leichtigkeit verführt an solchen Tagen manchmal etwas zu Unachtsamkeiten. Deswegen jetzt mal ein Beispiel, was passiert, wenn Unachtsamkeit zu einem Drop-In führt, wie hier. Vorne derjenige hat eine schöne Welle, sieht aber nicht, dass jemand hinten drauf war. Was jetzt zu einer gefährlichen Situation führt. Nämlich beim Abspringen fliegt er sein Brett raus aus der Welle und köpft fast den anderen, der hinter ihm war. Deswegen ist es immer super wichtig, sich nochmal zu vergewissern, dass niemand schon auf der Welle ist, die man eigentlich gerade nehmen will. Hinten, da hinten. Alle 3 zusammen. Alle 3 zusammen. Nee. Gut gelabert, jetzt schämt sie sich. Ja. Ja, jetzt ist sie wieder. Wir sitzen einfach auch ein Stück weit zu draußen hier, glaube ich. Ich habe mir Folgendes gedacht, weil die Sets hier immer so ein paar Minuten brauchen, bis sie kommen und wir da drüben, also insgesamt schon so 5, 6 Leute da sind, hatte ich gerade eine Welle und bin jetzt auf die andere Seite gepaddelt, wo die Welle nicht ganz so gut läuft oder funktioniert. Aber wenn ich so und so ein bisschen warte, bis sich das Line-Up so dreht, kann man sowas doch ganz gut ausprobieren oder aus dem Adiga. Aber das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob hier Steine sind auf der linken Seite. Angeblich sind hier ein paar. Müssen wir gleich mal rausfinden zusammen. Wie bei der Welle auf der anderen Seite der Bucht musste ich jetzt hier erstmal rausfinden, wo die denn überhaupt bricht. Und nachdem ich ein Set abgewartet hatte, hatte ich dann meine Position so gefunden, dass ich tatsächlich die auch nehmen konnte. Hat sich allerdings herausgestellt, dass die zwar ordentlich mit einer guten Größe reinkam, aber ziemlich fett war und nicht so eine schöne Face ausgebildet hat, weswegen ich wieder entschieden habe, zurück zum anderen Peak zu gehen. Auch wenn dort schon einige Leute saßen. Jetzt war es mir mal passiert, dass mir reingedroppt wurde. Ich glaube, dann ist es immer ganz gut, wenn man ein bisschen auf sich aufmerksam macht, freundlich auf sich aufmerksam macht. Man muss ja nicht immer gleich ausrasten. Ich hatte noch versucht, sie einzuladen, die Welle einfach weiterzufahren. Waren ja schön fett und hatten Platz, dass man die auch gut teilen konnte. War sie aber nur trotzdem rausgegangen.
Oh. Ah, los. Los jetzt, chill. Der hat schon so geguckt. Und dann so ein. Und dann so ein. Gehst du? Wirklich, ich gehe fast rechts. Ja. Okay. Schön abgestimmt und damit erstmal rein ins Edit. Von 8 bis 10. Wie gut war die 12? Hä? War schön, ne? Ja, war sehr schön. Ganz kurz die Feedback-Runde und Resümee. I think we have a grandiose Saison gespielt. Ey, wirklich, würde ich auch sagen. Also mit vollen Punkten ab in Pajero. Ich würde dir sagen, Was sag ihr? Das war klasse. Das war super klasse. Ja. Aber du warst auch super zufrieden. Ne? Ich meine, du hast war gut. wärst ja noch so gediegen, ne? Ich meine, Ja. auf der Yacht warst du ja nicht, ne? Hab ich so. Nee, Ich würde sagen, wir rauchen jetzt DMT und legen uns auf eine Matratze da vorne. Machen gut. das wäre. Aber in dem Pool hier. Die Schule der Schwachsinnigkeit hier wieder am frühen Montagmorgen. Gleich wieder eine halbe Stunde wäre Proof of Improvement. Willkommen Masterclass 2019. Dein Boardback? Hier. Ich glaube, da schläft einer drin. Hier, wo warst du denn letztes Mal? Wo hast du das letzte Mal gesehen hast? Ja, vorm Auto. Vor welchem? Jack? Vorm Pajero. Vor welchem Pajero? Wahrscheinlich woanders. Du, ja, das liegt rechts. Ich habe den anders geparkt. Du musst auf der anderen Seite gucken. Ich habe den umgeparkt. Moin. Good morning. How are you? You doing good? Ja, easy. Ja, alles gut? Ja. We went fighting this weekend. Wie bitte? We went fighting this weekend. So Ja. Freunde der Nacht, hier hat noch jemand seine Fahrzeugtür geöffnet. Sagt mein Cockpit. Gute Session. Ich habe am Schluss noch mein Brett hier wieder hinbekommen. Aber kein Blut diesmal. Ja, Glück gehabt. Hier, jetzt haben wir ein blaues Auge. Ja, Andi hat sich, wann war das? Vor einer Woche? Vor anderthalb? Vor zwei? Das Brett ganz knapp am Auge vorbeigerammt. Gentleman Stitch. Gentleman Stitch. Ein Stitch. Genau. Und jetzt schon wieder im Wasser. Und mit Auge. Mit Auge, Gott sei Dank. Ja. Ey. Also Andi immer denkt nämlich Kopfschützen nach dem Surfen. Genau. Wenn die Welle fertig ist, Kopfschützen. Das ist das Resümee, das Fazit daraus. Man vergisst es immer mal wieder oder man unterschätzt es immer mal wieder. Die Situation, dass man denkt, ja, das Brett ist schon längst irgendwo geparkt, liegt auf dem Wasser drauf. Und dann ist entweder der Offshore schuld Ja. und der Offshore lässt es einem irgendwie über die Lippen blasen und fliegt dir irgendwo hin. Ja. Oder es ist im Wasser unten eingesperrt. Oder Wasser liegt eben auf dem Brett drauf und der Unterdruck lässt es dann so rauszuckeln und unkontrolliert auf dich draufschießen. Ja, weil hier. Alles am Bretter. Hey, und Ein Kopf ganz aus Magnet gebaut. ja. Mit dem Hohlrad an. Aber erzähl doch mal die schöne Geschichte von einem Philosophiestudenten, diesen Australian Shepherd, der diesen schönen Spruch mir auf den Weg gegeben hat, der dich so in deinem Leben geprägt hat. Also, auf den Mentawai-Inseln bin ich mal aus dem Wasser raus, weil ich gemerkt habe, mein Brett hat ein kleines Ding. Und dann kam da war so ein Australier, der seine Kinder gerade gefilmt hatte, hat gemeint so, ja, warum bist du rausgegangen? Das ist total super auf die Welle. Habe ich gesagt, ja, mein Brett ist halt leicht kaputt. Hat er gemeint so, ja gut, das
ist ja wurscht. Also, das kannst du ja danach immer noch reparieren. Und dann hat er gesagt, entweder liebst du Surfen oder du liebst dein Surfbrett. War mir ganz klar, okay, ich liebe Surfen, bin sofort wieder rein. Ganz schnell ging das. Ja. Einfache Entscheidung. Ja. Mega. Aber was da wieder der Unterschied ausmacht, der passt, ne? Ob es in Australien ist, dass er seine Kinder filmt, oder ein Sauerländer. Beim Sauerländer seine Kinder filmt, hat man schon so einen gleichen rosigen Hintergrund. Ja? Also schon. Geh sofort raus, das müssen wir reparieren. Ja, mach mal ein bisschen das Fenster auf. Wir haben hier richtig schon. Damit das Fenster aus, lass die Freiheit rein, lass die gute Luft hinzu. Auch auf der Linse, oder? Ja. Schön mit dem Sand einmal auf der Linse. Oh, Halleluja. Also Freunde, ich mache hier schon mal einen Cut. Das war die Session für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal, dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Abonniert den Kanal, liebe Leute. So ist es. Jetzt wieder